Niki zu uns nach Hause locken, weil sie von dem bösen Handmeeresmonster verfolgt werden. Die zwei waren aber nicht immer ganz lieb. Aus diesem Grund werden wir heute für Vlad und Niki Fallen aufstellen. Wir haben zum Beispiel eine Wassereimerfalle vorbereitet. Wir werden diesen Eimer mit Wasser befüllen und oben auf die Tür stellen. Und wenn Vlad und Niki nachher durch diese Tür gehen, wird der ganze Wassereimer auf ihrem Kopf ausgeschüttet. Wir haben aber auch noch einen Stolperdraht vorbereitet. Wenn Vlad und Niki nachher über diesen Stolperdraht laufen, löst eine riesige Konfettikanone aus. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten, das müsst ihr sehen. Wenn Vlad und Niki heute zu uns kommen, werden wir ihnen ganz viele Fallen stellen. Das wird so lustig. Aus diesem Grund abonniert unseren Kanal und schaut das Video bis zum Ende. Und lasst ein Like da. Aber was ist, wenn nicht nur Vlad und Niki kommen, sondern auch das böse Handmeeresmonster? Nur du kannst es jetzt verhindern, indem du diesem Video ein Like da lässt. Damit unser Plan auch wirklich funktioniert, müssen wir mit euch zusammen jetzt alle Fallen aufbauen. Unser erster Prank ist der Frischhaltefolien-Prank, Freunde. Ihr kennt ihn. Der hat schon immer geklappt bei Phantom, bei allen hat er funktioniert und den werden wir heute jetzt wieder aufbauen. Let's go. Dafür wickeln wir ganz viel Frischhaltefolie um das Gartentor hier, Freunde, und hoffen, dass sie danach hier gegenlaufen und umfallen. Weil die Frischhaltefolie durchsichtig ist, sieht man sie nicht und man muss einfach nur dagegen laufen, dann hat man sie schon mal blockiert. Freunde, der erste Prank ist fertig. Unser zweiter Prank ist der Klassiker, der Wassereimer-Prank hier über dieser Tür, Freunde. Der absolute Klassiker, deshalb wird doch als Kampfstern benutzt, der Wassereimer-Prank, aber diesmal füllen wir kein Wasser ein, sondern eine kleine Überraschung. Hier ist unser Wassereimer, da füllen wir jetzt ganz viel Wasser rein, weil diesen Eimer werden wir nachher auf den Kopf der Tür Und stellen. als kleines Extra wird auch noch Gurkenwasser reingemacht. Wassereimer hatten wir immer, aber dieses Mal mit Das riecht so ekelhaft nach mit Essen. Gurkenwasser, echtes Gurkenwasser. Und den machen wir jetzt oben auf die Tür. Diesen Eimer werden wir jetzt hier oben auf der Tür platzieren und wenn Vlad und Niki dann später die Tür aufmachen, wird der Eimer hoffentlich auf den Kopf fallen. Das ist einer der lustigsten Pranks. Ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben und einen Daumen nach oben lassen und schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Wenn du jetzt die Tür aufmachst hier, Flexi, werden die komplett nass, Freunde. Jetzt fehlt nur noch die GoPro, die alles filmt. Wir stellen jetzt hier die Kamera auf. Hier steht die GoPro mit dem perfekten Blick auf die Tür und wenn die reinkommen, werden sie hoffentlich nass. Ich freue mich. Kommen wir zum nächsten Prank. Unsere dritte Falle nach dem Wassereimer-Prank ist dieser Stolperdraht. Mach, Flexi, mach mal. Wenn sie hier durchlaufen und den Stolperdraht berühren, wird diese Konfettikanone ausgelöst und die werden so komplett getroffen und abgeschossen. Niki voller Konfetti, das wollt ihr doch alle bestimmt sehen. Dann lasst mal alle ein Like da für diese krasse Falle. Alter. Der Prank ist der Wahnsinn. Nächster. Hier haben wir jetzt ganz viele Knallbonbons. Die sehen aus wie Süßigkeiten. Aber wie der Name schon sagt, knallen sie. Hört mal hin, Freunde. Und wir hoffen, dass natürlich Vlad und Niki Hunger haben und Bock haben auf ein paar Leg die mal hier hin, Süßigkeiten. die werden sich dann erschrecken vor dem Ganz lauten genau, die Knall. nehmen sich hier Süßigkeiten, ziehen dran und dann macht's Peng und sie erschrecken sich. Aber jetzt haben wir noch große Finale, Auf jeden Freunde. Fall dran. Unseren nächsten Prank werden wir draußen aufbauen. Sie wollen ja unbedingt diesen Koffer haben. Und wenn Sie alle Pranks durchlebt haben, kommen Sie hierher hier raus. und hier gibt es dann ein kleines Feuerwerk, Freunde. Ganz genau. Dafür haben wir eine Zündschnur und die werden wir gleich in unser Hauptquartier unten in die Kommandozentrale ziehen. Ist klar, Flex, ist der Koffer am Start, alles die präpariert. Vulkane sind am Start. Okay, und jetzt auf geht's. Zieh die Schnur. Ziehen wir die Schnur. Die Zündschnur wird abgerollt. Alle unsere Fallen sind jetzt aufgebaut. Ihr habt es gesehen, wir haben draußen unsere Frischhaltefolie, dann haben wir unseren Wassereimer, die ganz große Konfettikanone und unser Feuerwerk. Jetzt fehlen nur noch Vlad und Niki. Wir müssen Vlad und Niki jetzt irgendwie zu uns nach Hause locken. Aber wie sollen wir das denn anstellen? Wir haben doch hier unsere Drohne, damit können wir Vlad und Niki überwachen und zu uns locken. Aber wir müssen aufpassen, das Handmeeresmonster verfolgt Vlad und Niki, der könnte unsere Drohne zerstören. Wir müssen auf jeden Fall mit euch zusammen ganz weit nach oben fliegen, damit das böse Handmeeresmonster unsere Drohne nicht kaputt macht. Dann haben wir eine Chance, dass Vlad und Niki wirklich hierher kommt und in unsere Fallen tritt. Ihr abonniert nochmal unseren Kanal und schaut das Video bis zum Ende. Unsere Fallen müssen noch mit euch ausgelöst werden. Ich freue mich am meisten auf die Falle mit dem Wassereimer an der Türe. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und sofort die Drohne starten. Hoffentlich finden wir Vlad und Niki und das Handmeeresmonster. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir suchen Vlad und Niki. Alle unsere Fallen sind aufgebaut, jetzt fehlen nur noch die beiden Brüder. Ich freue mich schon so auf den Wassereimer, das wird richtig cool. Alle Pranks sind so lustig, hoffentlich finden wir Vlad und Niki schnell mit unserer Drohne. Wir fliegen jetzt mit euch einfach mal die Straße entlang und hoffentlich finden wir Vlad und Niki. Ihr wisst ja, wie sie aussehen. Orangenes T-Shirt und ein gelbes T-Shirt. Und die beiden sind bestimmt draußen und da sind sie schon. Ihr könnt es sehen, sie laufen auf der Straße. Wie du es gesagt hast, T-Shirt orange, T-Shirt gelb.
Und sie sind auf dem Weg zu uns? Stimmt, dieser lange Weg würde zu uns führen. Heißt aber nicht, dass sie auch wirklich zu uns kommen. Warte mal, ich glaube, die zwei streiten sich. Ihr könnt sehen, die schuppen sich gegenseitig. Du hast recht, die laufen nicht nur einfach, sondern die streiten wirklich. Aber über was streiten die denn? Leider haben wir keinen Ton bei unserer Drohne, deswegen können wir nicht hören, was die zwei sagen. Vielleicht hat das was mit dem Handmeeresmonster zu tun. Du meinst, sie sind auf der Seite von dem Handmeeresmonster? Das glaube ich nicht. Vlad und Niki sind doch immer ganz cool gewesen. Ihr könnt es auf jeden Fall sehen, Vlad und Niki sind Brüder und die lieben sich eigentlich, aber hier streiten die. Die bleiben einfach stehen und laufen gar nicht weiter und gehen jetzt auf die Wiese. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Wir müssen sie zu uns locken. Ich will unbedingt, dass sie in all unsere Fallen hineinlaufen. Und du willst es doch bestimmt auch sehen, deshalb lass ein Like da und es werden alle Fallen funktionieren. Überlegt euch mal, wenn sie bis zu unserem Garten laufen, dann kommt am Ende das große Feuerwerk. Feuerwerk, ich liebe Feuerwerk. Okay, wir müssen jetzt aber versuchen, sie irgendwie zu uns zu locken. Die reden überhaupt nicht mehr miteinander. Seht ihr das? Die stehen Rücken an Rücken und sagen kein einziges Wort mehr. Der Große dreht sich aber gerade um. Ihr seht es. Was macht der Große? So kriegen wir sie nie hierher. Die müssen sich wieder versöhnen und uns die Drohne folgen. Schau mal, Vlad entschuldigt sich bei Niki. Vlad ist der Große mit dem Orangenen. Das ist eine gute Idee. Wenn die sich jetzt entschuldigen, dann laufen sie vielleicht mal wieder weiter. Und du kannst es sehen, die zeigen auf irgendwas. Was meinen die damit? Unsere Überwachungskamera? Nein, wahrscheinlich das Handmeeresmonster, weil es so groß ist. Denkst du, das ist wirklich noch in der Nähe von Vlad und Niki? Die sind dem Handmeeresmonster entkommen. Das bedeutet, das Handmeeresmonster hat hier Vlad und Niki verfolgt. Und einer der beiden wollte es besiegen und das andere wollte abhauen. Ich kann es nicht glauben. Wir müssten zu uns kommen. Wenn sie jetzt nach rechts laufen, dann gehen sie zu uns. Dann bitte lauft jetzt nach... Die trennen sich. Die teilen sich auf. Vlad geht nach rechts und Niki, der Kleine, nach links. Und was ist, wenn jetzt nur einer zu uns kommt? Das weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall das beide tun. Da ist das Handmeeresmonster! Ihr seht es und es verfolgt den kleinen Niki. Und schaut mal, wie groß das ist. Das ist so hässlich. Was macht das Handmeeresmonster? Ich kann es nicht glauben. Ich hoffentlich... Oh, der rennt zurück. Schnell, rennen. Ihr könnt es sehen. Niki rennt zurück zu Vlad. Das ist gut. Die Brüder müssen vereint bleiben. Das bedeutet, Niki ist dem Handmeeresmonster um Haaresbreite entkommen. Aber das bedeutet auch, dass das Handmeeresmonster auch da ist. Leute, ich hoffe nicht, dass das Handmeeresmonster zu uns nach Hause kommt. Das wäre nicht gut. Das ist zu groß. Das kann die Fallen gar nicht funktionieren. Schaut euch die zwei an. Sie reden über irgendwas. Natürlich über das Handmeeresmonster, weil es so knapp war. Und Niki macht irgendwelche Handbewegungen. Ich sag dir doch, der eine Bruder will das Handmeeresmonster besiegen und der andere will lieber abhauen. Ihr habt es gesehen, die haben sich gerade die Hand geschüttelt, als würde Vlad Niki sein Leben gerettet haben. Die haben vielleicht einen Deal gemacht, damit die jetzt beide abhauen. Und das Gute ist, die laufen direkt zu uns. Schaltet nicht ab, ihr wisst doch, wir haben hier 5 Fallen vorbereitet. Und die sind alle super lustig. Ihr dürft auf keinen Fall abschalten und das Video bis zum Ende schauen. Das Gute ist, beide sind nach rechts gelaufen. Das bedeutet, beide sind gerade auf dem Weg zu uns. Jetzt dürfen sie den Weg aber nur noch folgen und nicht wieder irgendwo hingehen. Das Handmeeresmonster, ihr könnt es sehen, es verfolgt die zwei. Und Vlad und Niki können es nicht sehen. Es ist genau hinter ihnen. Die drehen sich nicht um. Vlad und Niki wissen nicht, dass das Handmeeresmonster sie gerade verfolgt. Ganz da hinten ist es und sie gehen einfach nicht weiter. Ich kann nicht hinschauen, ihr könnt es sehen, Freunde. Lasst unbedingt jetzt noch ein Like da für Vlad und Niki, dass sie zu uns nach Hause kommen. Aber du siehst, das Handmeeresmonster ist ja dann auch auf dem Weg zu uns, weil es genau der richtige Weg ist zu uns. Wir fliegen weiter und beobachten Vlad und Niki. Ich bin schon so gespannt, wo sie hinlaufen. Was ist das denn? Ich weiß es auch nicht. Das ist ein großes Auto steht da. Die gehen zu dem Traktor. Ein Traktor ist das mit solchen großen Rädern. Die wollen damit bestimmt das Handmeeresmonster besiegen. Oder damit wegfahren, weil ein Traktor ist viel schneller, als wenn man läuft. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Die wissen auf jeden Fall nicht, dass das Handmeeresmonster ihn gerade verfolgt. Niki hat gerade so gemacht, er will unbedingt den Traktor fahren. Aber sie haben keinen Schlüssel, sie können die Tür nicht öffnen. Natürlich, der Traktor ist abgesperrt, die kommen ja gar nicht rein. Sie gehen irgendwo hin, sie zeigen zu unserem Haus. Ja, natürlich, diesen Weg entlang. Ihr müsst doch nur einfach weiterlaufen und dann kommt ihr direkt zu uns. Sie fangen an zu rennen, sie rennen genau zu uns nach Hause. Ihr habt es gerade auf den Drohnenaufnahmen gesehen. Vlad und Niki wurden von dem Handmeeresmonster verfolgt. Und sie rennen gerade zu uns nach Hause. Das bedeutet, wir können gleich die Fallen aktivieren. Wir haben bei jeder Falle eine eigene Kamera aufgebaut und versteckt. Damit können wir sehen, was bei jeder einzelnen Falle mit Vlad und Niki passiert. Vlad und Niki müssten auch gleich jeden Moment da sein. Und wir werden jetzt in den Keller gehen und schauen. Wir sind jetzt bei uns im Keller. Hier kann uns Vlad und Niki nicht finden. Und wir schalten jetzt direkt zur Kamera zum Eingang. Ihr seht hier schon die Kamera am Eingang, aber da ist noch niemand.
niemand. Und da ist unsere Frischhaltefolie, unser erster Streich. Da sind sie, da sind Vlad und Niki. Sie kommen wirklich zu uns nach Hause. Ihr könnt es sehen und die Frischhaltefolie, hoffentlich entdecken sie sie nicht. Und sie müssen direkt reinlaufen, dann wird's lustig. Sie gehen die Treppen hoch, ich bin schon so gespannt, was passiert. Ja, sie laufen direkt rein. Ihr könnt es sehen, Freunde, sie sind einfach dagegen gelaufen. Lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Like da, dass der erste Streich funktioniert hat. Unsere erste Falle hat wirklich geklappt und sie gehen unten drunter durch. Natürlich, sie müssen ja unten drunter durchgehen, weil ja oben die Frischhaltefolie ist. Und was macht der große Vlad? Er geht natürlich auch unten drunter. Du weißt aber, was passiert nach der Frischhaltefolie, müssen sie zur Türe kommen. Und auf der Türe haben wir den vollen Eimer mit Wasser hingestellt. Ich bin mal gespannt, wer als erstes reingeht. Ihr seht hier oben den Wassereimer. Da ist der Wassereimer. Es hat funktioniert, Freunde. Wie cool war das denn? Er wurde komplett nass. Schaut euch die Zeitlupe an. Wie cool ist das? Voller Wasser und voll im Gesicht. Der kleine Niki ist jetzt klatschnass. Ja, er ist nass und so muss er jetzt weiter zu uns nach Hause. Jetzt kommt der Stolperdraht. Schaltet nicht ab. Ich bin schon so gespannt, wenn der Stolperdraht kommt. Du hast vollkommen recht. Jetzt kommt gleich der Stolperdraht. Oh, sie regen sich aber langsam auf. Wir haben sie wieder dazu bewegt, sich aufzuregen. Sie machen den Eimer kaputt. Nur weil du ganz nass bist, da können doch wir nichts dafür. Sie sind entschlossen, noch weiter in unser Haus zu gehen. Der Stolperdraht. Schau mal, sie laufen ganz vorsichtig, als wüssten sie, dass jetzt der Stolperdraht kommt. Da ist er und... Es hat geklappt, ihr habt es gehört. Habt ihr das ganze Konfetti gesehen? Die Konfettikanone hat ausgelöst und hier seht ihr es nochmal aus der Sicht der Konfettikanone. In cooler Zeitlupe. Es hat total funktioniert. Wir haben euch doch gesagt, wir haben überall Kameras aufgebaut, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das Tolle ist, bis jetzt hat jede Falle funktioniert. Dafür lasst ihr alle mal ein Like da. Und abonniert bitte unseren Kanal dafür, dass wir uns so viel Mühe gegeben haben für euch da draußen. Pass auf, sie wollen jetzt weiterlaufen. Sie haben unsere Konfettikanonenfalle komplett zerstört. Das ist aber sehr gut, weil sie hat echt gut funktioniert. Jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt noch alles passiert. Ihr wisst, was jetzt kommt. Die Knallbonbons auf unserem Stuhl. Sie haben sie entdeckt. Und wenn sie die jetzt aufmachen, dann... Und sie denken, es wäre was zu essen, aber ist es nicht. Pass auf! Boah. Habt ihr das gehört, Leute? Man hat sogar durch die Decke vom Keller gehört. Deshalb hält er sich auch die Ohren zu, weil das so laut war. Es hat richtig Bumm gemacht. Die sind gerade über uns, aber weißt du, was jetzt passiert? Wenn sie raus in den Garten laufen, müssen wir die Zündschnur anzünden. Ja, weil da kommt natürlich das große Feuerwerk. Lass uns die Zündschnur anmachen. Wir haben von dem Koffer oben im Garten hier bis runter in den Keller eine Zündschnur gelegt. Wir müssen aber leise sein, weil Vlad und Niki sind jetzt genau über uns. Bist du bereit? Ja. Damit lösen wir das Feuerwerk aus. Bleibt auf jeden Fall dran, es geht jetzt wirklich gleich los. Oh mein Gott. Alter, ihr seht es jetzt, diese Zündschnur, die läuft Geht nach jetzt oben. hoch, bis in den Garten, bis zum Flex. Koffer. Alter, voll, die zieht's rein. Heftig. Ihr seht aber die Zündschnur noch. Verschwindet Die jetzt. geht jetzt ganz nach oben, bis auf den Garten und da ist der Koffer. Ey Leute, lasst mal einen fetten Like, da schreibt doch mal Prank in die Kommentare. Wir wissen ungefähr, wie Warte, lang wir das müssen ist. auf die Wir Kameras haben noch gucken. ganz bisschen. Komm. Die Zündschnur ist jetzt an und sie führt direkt nach oben. Und ihr könnt hier die Zündschnur auf dem Boden sehen. Und die geht ganz langsam jetzt sofort zum Feuerwerk. obwohl Vlad und Niki sie sehen, wissen sie nicht, was jetzt gleich passieren Schaut wird. es euch an, gleich geht das Feuerwerk los. Ich halte mir schon mal die Ohren zu, falls Ich es lauter auch. wird. Oh mein Gott, kannst du das sehen? Es funktioniert, Freunde. Unsere letzte Falle hat wirklich funktioniert. Und Vlad und Niki können einfach nicht den Koffer greifen, weil da das Feuerwerk oben drauf ist. Wie cool ist das denn? Jede einzelne von unseren Fallen hat funktioniert. Ah, warte mal, die haben den Koffer. Und sie hauen ab. Gehen die jetzt einfach durch den Garten oder wohin gehen die? Wohin rennen die? Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir denn jetzt machen, wenn Vlad und Niki einfach abhauen? Ich glaube, die hauen ab. Wir müssen nach oben. Ich kann es nicht glauben. Jede einzelne Falle hat funktioniert. Aber Vlad und Niki sind durch den Garten abgehauen. Was machen wir denn jetzt? Ich rufe jetzt einfach mit euch Vlad und Niki an. Hoffentlich gehen sie ran. Es klingelt, aber keiner geht ran. Wir haben doch noch unsere Drohne. Die können wir jetzt starten und Vlad und Niki verfolgen. Dann müssen wir uns jetzt aber beeilen. Sie müssen noch ganz in der Nähe sein. Ihr lasst ein Like da dafür, dass unsere Fallen so gut funktioniert haben. Und wir starten jetzt unsere Drohne. Ab in die Luft damit. Ich bin schon so gespannt, wo Vlad und Niki jetzt hinlaufen, nachdem wir sie in unsere Fallen gelockt haben. Nach den Fallen sind sie einfach beide durch den Garten abgehauen. Schau mal da unten, seht ihr das? Hinter dem weißen großen Auto, da läuft irgendjemand. Sind das vielleicht Vlad und Niki? Wir fliegen weiter. Wie cool wäre das, wenn wir jetzt Vlad und Niki finden, nachdem sie komplett nass sind? Warte, aber das ist ja nur eine Person. Das ist Niki, der kleine Bruder. Wie, Niki ist ganz alleine und wo ist Vlad? Und ihr seht es, wenn ihr zurückspult, der hat den Koffer noch in der Hand. Den hatten wir doch im Garten versteckt mit dem Feuerwerk. Und der hat den Koffer mitgenommen. Ja, aber wo ist sein Bruder? Wo ist Vlad? Ihr könnt es sehen, Niki telefoniert gerade, vielleicht mit seinem Bruder Vlad.
Hat Niki vielleicht irgendwas Böses vor nach den ganzen Fallen? Oder die haben sich aufgeteilt wegen dem Handmeeresmonster. Natürlich, weil das Handmeeresmonster ist ja auch immer noch bei uns in der Nähe. Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Wir verfolgen jetzt hier einfach mal Niki und das ist ein Auto. Oh nein, pass doch auf, hinter dir ist ein Auto. Was ist, wenn in diesem Auto Vlad drin ist? Oder das Handmeeresmonster versteckt sich im Auto reingequetscht. Schau mal, Niki redet mit der Person im Auto. Weil er den Weg nicht weiß. Er fragt nach dem Weg, weil er irgendwo hin will. Wir müssen auf jeden Fall dranbleiben. Dieses Video ist viel zu cool, Leute. Ihr dürft nicht abschalten und müsst es bis zum Ende anschauen. Ich bin jetzt echt gespannt, was Niki vorhat, hier ganz alleine. Er läuft aber weiter. Vielleicht trifft er sich jetzt gleich mit Vlad. Ja, aber mit wem? Mit Vlad, bist du dir sicher? Vlad und Niki sind Brüder und natürlich müssen die zwei sich eigentlich wieder treffen. Aber die haben sich doch gerade erst nicht hier getroffen und dann getrennt. Schau mal, der hat den Koffer in der Hand, als würde er ihn um keinen Preis hergeben wollen. Vielleicht haben die sich gestritten. Er wollte den Koffer und Vlad wollte den Koffer. Was macht er denn jetzt? Er setzt sich hin. Was macht er? Weint er etwa? Das kann doch nicht sein. Hat er vielleicht seinen Bruder verloren? Oder lacht er? Ich glaube, er lacht. Lacht Vlad oder Niki oder weint Vlad oder Niki? Er freut sich. Ich glaube, dass er sich freut. Dass er seinen Bruder abgehängt hat. Und er den Koffer alleine hat. Das bedeutet, Vlad und Niki sind verfeindet? Ihr wisst doch noch, ganz am Anfang haben sie sich auch schon gestritten. Ihr könnt es sehen, wie siegessicher Niki hier einfach weiterläuft. Also das war auf jeden Fall ein Freund von ihm und er ist immer noch alleine, aber er trifft sich doch bestimmt mit jemandem. Alles, was wir gerade gesagt haben, sind nur Theorien. Ihr müsst das Video auf jeden Fall zu Ende schauen, damit wir sehen, was passiert. Ich bin jetzt echt so gespannt, was passiert und mit wem er sich trifft. Schau mal, der klopft an dieser Holztür. Und er trifft sich mit dem Handmeeresmonster!